Da wir gestern Abend im Stockdunklen hier angekommen sind, wissen wir eigentlich gar nicht so richtig, wie es hier aussieht. Deswegen mache ich mal eine kleine Erkundungstour. Buongiorno. Hier, guck mal her. Das ist der Teufel. Adios. Ciao. Bene, buona passeggiata. Grazie per tutti. Ciao. Wir starten heute in Iglesias wieder auf dem TED Nummer 14 weiter Richtung Süden. Nach ca. 65 Kilometer ist dort dann aber Schluss mit dem Track, also machen wir uns Gedanken bzw. eine eigene Route nach Osten, vorbei an der Hauptstadt der Insel, mit dem Ziel, später wieder auf den TED Nummer 15 zu gelangen. Kaum haben wir die Stadt hinter uns gelassen, sind wir nach ein paar Minuten schon wieder auf feinen Schotterstraßen unterwegs. Dazu diese weiten Ausblicke auf große, alte, verlassene Gebäude. Vermutlich wieder Relikte aus dem Bergbau. Aha, denn hier müssten wir eigentlich durch, gell? Ja, das kann man vielleicht schon aushebeln. Das Schloss sieht vielleicht nur nach Schloss aus. Lass uns mal gucken, ob wir außen rum können. Ansonsten müssen wir da irgendwie durch. Wer weiß. Hier geht es schon auch irgendwie rum. Zaun. Wahrscheinlich ging der Track bis vor kurzem direkt durch die Gebäude. So war es zumindest auf unserer Karte zu sehen. Aufgrund der Baustelle oder Renovierung wurde das ganze Areal großflächig abgezäunt. Für uns kein Problem, wir haben uns außenrum einfach einen Weg gesucht und gefunden. Ja, ich glaube, wir müssen da hochfahren. Ja, wir müssen da hochfahren. Ja, klar. Wir müssen hier hochfahren und genau hier anhalten. Der Sandhügel war ziemlich weich und hatte dazu noch einige große Löcher an der Oberfläche. Echt unheimlich. Das
singt auch gerade. Wieder stoßen wir auf einen alten Lost Place bzw. eine Ruine. In diesem Fall eine alte Silberfabrik. Solche Gebäude ziehen mich einfach immer magisch an. Aussieht, ey. Links oder rechts? Je länger wir hier unterwegs sind und gerade auch nach dem Tag gestern am Rio Rosso und den verlassenen Minen, desto klarer wird mir, welche Bedeutung diese Gegend hier auf Sardinien früher einmal für den Bergbau gehabt haben muss. Hier findet zur Abwechslung übrigens mal aktiver Abbau statt.
den Weg frei, würde ich sagen. Oder soll man vorbeilaufen lassen? Läuft. Einfach, dass wir unsere letzten Worte vor der Fahrt noch gemeinsam besprechen können. Also wir haben jetzt länger gewartet und überlegt, was tun wir. Es ist halt keine Kuh, es ist halt ein Rippe oder eine Ochse, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls ein größeres männliches Exemplar. Und wie der Felix schon richtig erkannt hat, es ist keine Spinne. Ja, der Marco sagte gerade, ja, aber der hat wahrscheinlich genauso viel Angst wie wir vor ihm. Dann meinte ich halt, ja, ist bei Spinnen auch so, aber in der Praxis sieht es dann halt so aus, dass er wahrscheinlich schon am längeren Hebel sitzt. Und er hat keine Möglichkeit hier auszuweichen. Also rechts und links gibt es halt keinen Platz. Und ich würde mir wünschen, dass er jetzt einfach an mir vorbeiläuft oder wegläuft. Ja. Komm, geh weiter. Dem läuft Sabber aus der Nase. In die Richtung geht's weiter. Wenn wir nur miteinander reden könnten. Es ist einfach Unwissen, wie man jetzt mit so einem Tier umgeht. Guck dir mal die Riesenklöten an. Oh. Ja, genau, jetzt gehen wir mal vorwärts. So ist gut. Vielleicht nimmt er auch nur Anlauf. Wer weiß, wie lang dieser schmale Single-Trail hier noch geht. Aber ich glaube, so könnte es funktionieren, dass wir ihn jetzt nicht drängen. Wir laufen in seinem Tempo mit. Ich würde mal sagen, ich komme gut vorbei an ihm hier, aber du dann nicht mehr. Wenn ich jetzt voll durchziehe. Nee, voll durchziehen, dann schreckt er sich vielleicht. Würde ich jetzt nicht. Wer kommt? Okay, ich bin hinter dir nicht so weit. Also wir haben uns jetzt entschieden, dem Tier Platz zu machen, in seinem Territorium, einfach mal in der Hoffnung, dass er jetzt halt hier vorbeiläuft und wir friedlich aneinander vorbeikommen können. Hier ist er eigentlich verschwunden. Hier drin. Hier drin. Danke. Na komm. Die Luft ist rein. Komisch eigentlich jetzt, gell? Einfach fahren. Etwas unheimlich. Wir hatten keine Ahnung, wo dieses Riesentier auf einmal hin war. Vielleicht war es erst der Anfang der Kolonie. An die Hunde auf Sardinien haben wir uns mittlerweile ja schon gewöhnt. Und nach dem Stier fühlt sich das hier eh schon fast entspannt an. Why is it so hard?
Guten Tag, meine Damen und Herren. So, der südlichste Punkt des TEDs, der die Westküste quasi runterläuft, ist erreicht. Ab hier geht es dann quasi nicht weiter. Ab dann müssen wir auf eigene Faust eher Richtung Nordosten fahren. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, bis ganz hier runter zu fahren. Die Tracks waren mega. Jetzt halten wir kurz ab und fahren, gucken, wo wir hinfahren. Genau. Auf diesem Platz natürlich. Auf diesem schönen, extra für uns gefliesten Platz. Richtig. Zunächst heißt es mal Kilometer sammeln auf dem Asphalt in Richtung Osten, vorbei an der Hauptstadt Cagliari. Auf dieser Strecke wird mir klar, warum auch Straßenmotorradfahrer Sardinien so sehr lieben. Kurz vor der Hauptstadt, die wir allerdings auslassen, weil wir wollen hier mitten in die Berge, wo man aktuell sieht, da hängt ganz schön Wetter oder Wolken und Regen drin. Naja, mal sehen. Vorne los. Aber bevor wir uns wieder ins Outback stürzen, müssen wir unsere Benzin- sowie Essens- und Trinkenvorräte auffüllen. So, unser Lagerfeuer am ersten Abend in unserer Waldhütte war zwar schön und mit dem Benzin hat auch Spaß gemacht, aber heute haben wir gedacht, gönnen wir uns einfach mal schönes, trockenes Holz für unser abendliches, romantisches Lagerfeuer am Zeltplatz. Frisch gestärkt bzw. eingekauft jetzt für die Nacht. Geht's mal auf die Suche nach einem schönen Quartier. Holz, Lebensmittel, Frühstück, alles dabei. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo einen Platz finden, wo wir unsere Zelte wieder aufschlagen können. Und genau diesen Platz zu finden, ist oft gar nicht so leicht. Oder vielleicht sind unsere Anforderungen dafür einfach zu hoch. Jetzt müssen wir wissen, kommt es, in welche Richtung wandert es hier gerade? So, Felix, schnell rein in die Regenhose. Weil so wie ich das hier spüre, ist es nicht nur Regen, sondern schon so ein bisschen Hagel. Tja, und dann bestätigt sich leider, dass der Regen kein kurzer Schauer ist, sondern dass es sich richtig einregnet. Also beschließen wir bei der nächsten Gelegenheit mal irgendwo ein warmes Getränk zu uns zu nehmen. Einige Leute da schon dazu gebracht. Na, für Holz. Gute Holz. Kaufen uns trockenes Holz für teuer Geld. Und lass es erstmal nass regnen.
dann ist er plötzlich da, unser Platz für die Nacht. Ohne große Worte ist uns beiden sofort klar, hier schlagen wir unser Lager auf. Geile Fläche. Schön die Bikes hinstellen. Hier ganz romantisch am rauschenden Bach. Wasser kann man immer brauchen zum Spülen oder auch für die Wärmflasche. Und jetzt geht es aber noch mal ein bisschen auf Holzsuche. Was ist gar nicht so einfach gestaltet natürlich, wenn hier alles so nass ist. Mal sehen. Hier gibt es mal einen kleinen Einblick in mein Zeltchaos oder die Struktur. So sieht es hier gerade noch aus aktuell. Für morgen schon Frühstück gekauft. Schokolade, Adventure Food. Wichtig natürlich auch die Koala-Bär-Wärmflasche. Diverse Zubehörteile. Für den Felix noch eine kleine Überraschung als Nachtisch gleich. Und hier geht es dann eben in die exklusive Schlafabteilung. Da sieht es schön ordentlich und aufgeräumt aus. Aber hier vorne ist halt der Geräteschuppen sozusagen. Am Lagerfeuer passt heute einfach alles. Und dank dem leicht überteuerten Holz aus dem Supermarkt gelingt es uns diesmal wirklich, ein gutes Feuer ganz ohne fremde Brandbeschleuniger zu machen. Weiter geht's nach einer spannenden Campingnacht. Da unten im Tal war ein richtig cooler Spot. Ganz, ganz ruhig, vor allem ganz dunkel. Wir hatten einen grandiosen Sternenhimmel heute Nacht. Und jetzt fahren wir weiter auf dem Track, den der Felix über Wikilog und so selber sich geplant hat, um eben vom südlichsten Punkt, den wir auf dem TED gestern verlassen haben, wieder auf den nächsten offiziellen TED draufzustoßen. Mal gucken, wie lange es hier so weitergeht, aber bei dem Wetter
Da hinten ist schon wieder dunkel. Und der Aussicht gar kein Problem. So war zumindest mal der Plan. Aber der Tag sollte dann doch, wie so oft, noch einen anderen Verlauf nehmen. Mir geht es ja immer so, wenn ich YouTube-Videos von anderen angucke, frage ich mich immer, wie warm oder kalt ist es da wohl gerade und zu welcher Zeit sind die unterwegs. Und vielleicht habt ihr es gelesen in der Beschreibung, aber wir sind jetzt Ende März hier unterwegs auf Sardinien. Es hat im Schnitt immer so zwischen 15 und 18 Grad. Natürlich ändert sich das stark, wenn die Sonne rauskommt oder es eben regnet. Heute Morgen, jetzt sind es gerade 12 Grad hier, aber es fühlt sich sehr frisch an, der Wind bläst ziemlich kalt. Dennoch sind die Temperaturen eigentlich perfekt für das, was wir hier machen. Aeronautica, hier sind Fallschirmspringer. Hier. Nach dem Zelten ist es morgens fast schon Routine. Im nächsten Ort geht es erstmal auf die Suche nach einem starken Kaffee. Und an so einem leckeren, süßen Dolce kommt man dann meistens auch nicht vorbei. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset. Und wieder sind wir unterwegs auf scheinbar endlosen Asphaltbändern, die sich ganz entspannt durch eine wirklich besondere Landschaft ziehen. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart. Hier landen wir an einer eigentlich gesperrten Straße wegen Bauarbeiten.
Kurz davor kommt uns aber noch ein älterer Herr in einem Fiat Panda entgegen. Wir fragen nach, er meint nur, kein Problem. Und ja, was soll ich sagen, er hat recht behalten. Komm, geh mal vorbei. Dankeschön. Süß. Ui, One gegen One. Langsamer. Ab hier fühlt sich der Tag plötzlich anders an. Man könnte sagen, es war ein Wendepunkt. Ein Telefonat, Gedanken, die hängen bleiben und irgendwie ist unsere Leichtigkeit weg. Dazu wird es wieder kälter und regnerischer. Wir fahren noch eine Weile weiter und merken dabei auch erste kleine Fahrfehler. Spätestens da wird klar, so passt es heute nicht mehr. Also beschließen wir, uns auf direktem Weg einen Ort zu suchen, um runter und auch erstmal wieder zur Ruhe zu kommen. Es gestaltet sich gar nicht so leicht, auf die Schnelle was Passendes für uns zu finden. Bei der ersten Unterkunft, die ich online rausgesucht hatte, war einfach niemand erreichbar, nur der Anrufbeantworter. Da sich auch hier niemand zurückmeldet, beschließen wir einfach mal zu der Adresse hinzufahren und zu klingeln. Schon bei der Einfahrt in den Ort merken wir, dass wir hier eigentlich gar nicht bleiben wollen. Aber nun gut, wir sind schon so weit von der Strecke runter und schauen eben trotzdem mal. Aber selbst als wir angekommen sind, stehen wir wieder nur vor der Ferienwohnung. Klingeln, klopfen, niemand macht auf. Offensichtlich ist wirklich keiner da. Und ja, auf den Rückruf warte ich übrigens bis heute noch. Also, hilft alles nichts, neu googeln, neues Ziel raussuchen. Und wie könnte es passender sein? Wir finden schließlich das Hotel Felix in Nuoro, rund 30 Kilometer von hier entfernt. Buongiorno, buonasera. Nach einem freundlichen Empfang und kurzen Smalltalk haben wir unsere Zimmerkarte, vor allem aber den Zugang zur Tiefgarage abgeholt.
hier drin. Oder nicht? Und genau das ist es, was wir jetzt brauchen. Ein trockener, warmer Ort, ein wirklich schönes Zimmer und erstmal eine heiße Dusche. Danach wollen wir nur noch in die Stadt laufen, was essen, was glücklich macht und den ganzen Tag entspannt ausklingen lassen. Einmal eine kleine Hotel-Room-Tour, bevor es hier gleich alles völlig ausgebreitet rumliegt und vermüllt aussieht. Hier oben werde ich heute Nacht schlafen. Und da unten Felix sein Bett. Eigentlich ein ganz nettes Zimmer hier. Und so findet auch selbst dieser Tag wieder einen guten Abschluss.